Hi, das ist der erste Teil einer ganzen Videoreihe rund ums Thema Wärmepumpe im Altbau. Dass das Ganze funktioniert, habe ich schon gezeigt. Ich habe hier die Heizlast selbst schon mal berechnet. Heute kommt Lukas von 1,5 Grad vorbei und wir schauen mal, wie jetzt der Weg zum Angebot wirklich ist. Und dann in Kombination mit Photovoltaikanlage, Heimspeicher, dynamischen Stromtarifen und ich fahre auch noch elektrisch. Jetzt kommt noch die Wärmepumpe dazu. Wird also super spannend. Hier werden wirklich alle Sektoren gekoppelt und da nehme ich euch jetzt mit Schritt für Schritt in diesem ersten Teil jetzt zur Angebotserstellung zur Wärmepumpe. Was ist da nötig? Lukas, grüß dich. Nils, Schön, hi. dass du da bist und die Zeit genommen hast. Ich möchte ja hier eine Wärmepumpe in mein Haus einbauen. Baujahr 1960, also ein Altbau. Und dass das Ganze funktioniert, das habe ich schon mal ein bisschen durchgerechnet, die Heizlast berechnet. Und jetzt möchte ich aber mit dir als Experten dann nochmal durchgehen und ganz genau schauen, welche Schritte sind jetzt notwendig. Und da finde ich es wichtig, dass du mich ein bisschen an die Hand nimmst, denn du bist da der Experte und da freue ich mich drauf, mit dir zu sprechen. Ja, sehr gerne. Also ich würde dich einmal mitnehmen in ein Beratungsgespräch. Wir reden zuerst über das Gebäude, wie die Kubatur aussieht, welche Technik im Gebäude ist. Ich möchte eine erste Bestandsaufnahme machen und dann zeige ich dir unser System, was uns so ein bisschen ausmacht und wo wir wirklich ein Augenmerk drauf legen. Ja. Und wenn wir damit durch sind, dann erstelle ich dir ein Angebot, zeige dir einmal ganz genau, was da drin enthalten ist und präsentiere dir sozusagen einmal die Gesamtlösung. Cool. Also wir kriegen es heute auch noch hin, hier ein Angebot schon zu sehen. Und Ja, auf jeden Fall. Klasse. Ich möchte dir das heute schon präsentieren. Das ist auch der Anspruch an ein Beratungsgespräch, dass wir nicht über heiße Luft reden, sondern nachher kriegst du wirklich ein Angebot, das ich dir präsentiere. Cool, da freue ich mich drauf. Lass uns loslegen. Super, alles klar. Ja Leute, Lukas hat jetzt gesagt, er möchte als erstes sich den Heizungsraum angucken. Deswegen stehen wir jetzt hier auch. Was sagst du dazu? Ich fühle mich hier erstmal wohl. Ja, Ich bin okay. auf den Heizungskellern. So bin ich das gewöhnt. Alles schon ein bisschen älter. Ich sehe sogar Boderos, Fissmann, auch eine Mischung des Systems. Ja. Hier ist noch eine alte Brennwerttherme. Genau, aber was für die neue Anlage natürlich wichtig ist, sind erstmal die Kubatur, also wie groß dieser Raum ist. Ich habe einen Zollstock mitgebracht. Ich messe ja einmal den Raum aus. Ich glaube, wenn ich hier so stehe, haben wir so 1,85. Das bedeutet, dass wir hier ein Knapp, ja. Gerät nähen mit einer geringeren Aufbauhöhe, also mit einem geringeren Kippmaß einfach. Und wichtig ist auch die Tür, dass wir überhaupt das Gerät hier reinbekommen. Das habe ich jetzt schon einmal aufgemessen, das habe ich schon aufgeschrieben. Was natürlich auch interessant ist, wie alt die Heizung ist. Ja. Das ist für die Förderung einfach essentiell zu wissen, wie alt die Geräte sind, weil wenn die älter als 20 Jahre alt sind, dann gibt es auch einen Geschwindigkeitsbonus, nochmal 20% Förderung obendrauf. Okay. Und das ist einfach ein tolles Angebot. Also wenn ich ein Gerät habe, was 19 Jahre alt ist, dann kann ich das nicht nutzen? Nee, wenn das Gerät 19 Jahre alt ist, dann nicht. Dann würde ich vielleicht noch einen Moment warten. Ja. Aber bei 20 Jahren wirklich, da gibt es nochmal Prozente obendrauf und das lohnt Okay. sich. Ja, gut für euch zu wissen. Auf jeden Fall. Könnt ihr direkt mal prüfen. Und was müssen wir jetzt hier noch machen? Also was kommt jetzt hier in diesen Raum rein von der Wärmepumpe dann? Also von der Wärmepumpe kommt hier die Inneneinheit rein und auch die neue Verrohrung. Also das, was du hier siehst, die Leitung kommt zum Beispiel komplett weg. Die machen wir einmal neu. Wir binden da vorne binden wir die neu an. Genauso wie das Gerät kommt raus, das Gerät kommt raus. Und hier freue ich mich schon auf den Moment, wenn wir den Hebel umlegen. Endlich keine fossilen Brennstoffe mehr. Genau. Ja. Das Zuluftrohr kommt weg. Hier das Abgasrohr bauen wir auch zurück. Gucken, dass wir den Raum erstmal frei bauen. Ja. Danach haben wir wahrscheinlich hier hinter der Wand das Außengerät stehen. Hier machen wir eine Kernbohrung durch, gehen mit Rohrleitungen hier durch. Dann haben wir hier nachher einmal wahrscheinlich aufgrund der Deckenhöhe ein wandhängendes Innengerät. Dann noch einen kleinen Speicher für das Heizungswasser und einen Speicher für das Trinkwasser. Okay. Also da zwei getrennte Warmwasserspeicher. Genau, wenn wir jetzt eine Deckenhöhe hätten von 2 Meter, würde ich zum Beispiel ein Floor-Standing-Gerät vorschlagen. Da ist oben die Hydraulik drauf und unten drunter der Brauchwassertank und daneben ist der kleine Heizungspufferspeicher. Aber hier aufgrund der Deckenhöhe wird es, glaube ich, nichts. Das bedeutet, wir müssen auf ein Zweispeichersystem ausweichen. Die Montage dauert einen Moment länger, aber die Geräte sind genauso gut. Also da kommt auch wieder ein Wandgerät hin, das hat eine ähnliche Größe wie dieses Gerät. Dann würde ich hier den Trinkwasserspeicher hinstellen, voraussichtlich hier an die Wand so einen kleinen Pufferspeicher, auch das Ausdünnungsgefäß machen wir neu. Was natürlich auch wichtig ist, ist einfach die Dämmung. Also du siehst hier, die Dämmung ist schon etwas älter und auch sehr dünn. Ja. Und wir achten natürlich darauf, dass wenn wir den Heizungsraum einmal neu installieren, dass wir auch die Rohrleitungen alle neu dämmen, dass du wirklich möglichst geringe Verluste hast, dahingehend, wo du die einfach nicht haben willst. Du willst die Energie in deinem Brauchwasserspeicher, also wo dein warmes Trinkwasser drin ist, in dem Heizungspufferspeicher. Da gucken wir echt, dass die Sachen wirklich gut isoliert sind und die Energie nicht einfach flöten geht. Ja, hier ist es auch recht warm. Also hier strahlt selbst dieser Speicher gerade ordentlich an Wärme ab. Das ist natürlich ein Verlust, den man vermeiden will. Ne?
Was mich jetzt brennend noch interessiert, ist die Gasheizung. Du hast schon gesagt, wenn der Hebel umgelegt wird, was ist denn mit dem Gasanschluss? Wer legt den lahm? Ihr auch? Also den Gasanschluss legen wir auch lahm, genau. Dann kommt der schöne Moment, hier wird einmal zugemacht, dann wird der Gaszähler einmal demontiert bzw. abgeholt. Dann kommt da ein Stopfen drauf. Und damit ist der Gasanschluss wieder zurückgebaut. Ist natürlich wichtig, dass nur wir das machen, dass das uns auch überlässt. Ja. Weil wir haben dafür eine Zertifizierung, wir sind extra eingetragener Meisterbetrieb, dass wir für solche Arbeiten genau von der Kommune zugelassen sind. Alles klar, super. Müssen wir hier dann noch jetzt irgendwas machen oder können wir uns quasi dem nächsten Schritt widmen? Welcher wäre das? Nee, also ich habe meine Punkte abgehakt, ich habe die Höhe aufgeschrieben, ich habe die Breite ausgemessen, dann natürlich das Alter der Heizung. Ich mache dann einmal noch gleich ein paar Fotos, dass ich einfach im Nachgang noch weiß, wie genau der Heizungsraum aussieht. Ja, super, okay. Und dann gehen wir nach oben, oder? Genau, und dann gehen wir nach oben. Ja, klasse, okay. Ja, Nils, wir haben gerade schon ein paar Fragen im Keller klären können, das ist schon mal genau richtig. Das habe ich schon eingetragen, aber ich habe noch ein paar Fragen an dich, einfach um das Angebot so genau wie möglich zu machen. Ich habe es dir gerade schon beschrieben. Hier im Beratungsgespräch bekommst du nachher von mir ein Angebot, das hat so 80–85%. Ja. Und da hätte ich jetzt noch einmal die Frage, wie viel Energie du denn pro Jahr verbrauchst, also wie viel Gas? Ja, das sind 16.800 Kilowattstunden. 16.800 Kilowattstunden. Das war im letzten Jahr. Ja. Im letzten Jahr. Hast du die Zahl vielleicht von dem Jahr davor, auch dass wir in der Realität so nah Nee, da waren es auch ähnlich, also 16,5 oder 16,3, also sehr ähnlich. Das ist super, weil es ist wichtig für die Auslegung nachher noch wirklich einmal die Realität zu haben und wie du schon einmal gemacht hast, aber auch einmal die Räume aufzunehmen, wie viel Energie dadurch verloren geht. Wobei, das machen wir im Nachgang. Jetzt gehen wir über die Werte deines Verbrauchs und über die Werte des Gebäudes, also wie viel Quadratmeter Wohnfläche und welches Baujahr dein Gebäude hat. Ja, du hattest schon gesagt, das Angebot 85%, also 85% Genauigkeit quasi, oder genau, was? 85% Genauigkeit, Okay. weil wenn du dich nachher für unser Angebot entscheidest, dann kommt noch mal jemand vorbei und nimmt alles im Detail auf. Also da kommt jemand und misst einmal alles genau aus, macht die Aufnahme des Raumes unten auch nochmal. Ja. Scannen wir das Ganze nochmal, genau, dass wir so eine 3D-Zeichnung einfach erzeugen. Das ist vor allen Dingen wichtig, um das Gerät einzubringen. Also ich komme selber von der Baustelle und nichts ist schwieriger, als du stehst irgendwie vor der Tür, das Gerät hat Und kriegst das Ding nicht rein. Genau, und das wollen wir einfach vermeiden, weil mir ist es wichtig, dass der Einbau für dich auch wie das Beratungsgespräch sehr reibungslos abläuft. Und das möchte ich dir oder stellen wir dadurch sicher, dass wir nach dem Kauf oder nachdem du das Angebot annimmst, einfach die Detailaufnahme machen. Okay, super, alles klar. Ja, dann welche Fragen hast du noch mitgebracht? Genau, also dann wäre noch einmal die Frage, wie Baujahr das Gebäude, das hast du gerade schon einmal gesagt, das war 1960. 1960, genau, das war 1960 und die Wohnfläche? Roundabout, also 99 Quadratmeter. 99 Quadratmeter, okay, das ist ja schon eng an den 100. Ja. Okay, alles klar. Die Sanierungen, die durchgeführt worden sind, welche waren das? Die Fenster, das sind mittlerweile zweifach verglaste Fenster. Ansonsten wärmetechnisch wurde jetzt hier nichts gemacht, Dämmung oder so. Also das Dach hat eine Zwischensparrendämmung, ist aber ja, unbewohnt, unbeheizt. Und die Außenwände sind... Die sind noch gar nicht gemacht. Ne? Nee, ursprünglich. Wann wurde das Dach saniert? Das hat der Vorbesitzer gemacht, kann ich dir gar nicht sagen. Okay, das ist schon länger her. Also auf jeden Fall vor 2019. Okay, alles klar. Die Heizung steht zurzeit im Keller. Du heizt ausschließlich über Heizkörper, so wie ich gesehen habe, richtig? Genau. Ja, genau. Du heizt mit Gas. Aber ich habe schon gesehen, da steht noch ein Kamin. Wie viel läuft der so? Wie viel benutzt du den so? Also so 2 Raummeter So 2 verheizen wir, mehr nicht. Okay. Ach so, und vielleicht auch noch interessant zu wissen, eine Split-Klimaanlage habe ich immer eingebaut, habe ich auch viele Videos drüber gemacht. Ja. Die läuft partiell mal, aber jetzt auch nicht nonstop. Okay, alles klar. Aber eine Solaranlage hast du wahrscheinlich nicht und einen wassergeführten Kamin auch nicht. Nein. Okay, das ist schon mal gut. Dann hätte ich noch gleich ein paar Fragen zur Förderung. Da kann ich schon mal mitnehmen, das ist ein Einfamilienhaus. Dann stelle ich dir gleich unter 4 auch noch mal eine Frage zu deinem Einkommen. Ja. Genau, das ist einfach wichtig. 40.000 ist so eine Grenze. Wenn du drunter liegst, bekommst du noch mal eine extra Förderung. Wenn du drüber liegst, dann bekommst du diese Förderung einfach nicht. Und wichtig wäre noch, dass die bestehende Heizung funktioniert, aber die tut's ja. Ja, genau. Genau, die tut's. Die bestehende Heizung werden wir auch demontieren und legen die komplett still. Das setze ich jetzt mal voraus, genau. Aber du heizt danach nicht weiter mit Gas oder Öl auf irgendeinem anderen Wege. Nee. Genau, also du verabschiedest dich auf dem guten Wege ohne fossile Brennstoffe. Also wenn das geht, ne? Wenn ihr sagt, die Wärmepumpe geht und ich brauche nichts anderes, dann würde ich das Gas gern abstellen. Ja. Genau, auf jeden Fall, wir bauen nur
Anlagen ein, wir machen keine Hybridanlagen, weil die Wirtschaftlichkeit ist da einfach nicht gegeben und fossile Brennstoffe zu verbrennen, das ist ein No-Go. So erreichen wir ganz klar nicht das Ziel, was wir uns als Firma gesetzt haben. Ja. Und deswegen verbrennen wir kein Gas, sondern Okay. schalten ab, legen still und fertig. Genau. Datum der Umsetzung besprechen wir auch gleich nochmal. Vielleicht hast du da schon einen Plan, wann du es denn gerne hättest. Dann gucke ich mal an unseren As soon Plan. as possible. As soon as possible. Genau. Wir sprechen dann einmal lokal, wann der nächste Slot frei ist, wann du es dir vorstellst, ob da vielleicht noch ein Urlaub liegt und dann können wir das auch noch einmal aufschreiben. Genau. Und dann haben wir die Fragen geklärt. Genau, Breite, schmalster Zugang zum Heizungsraum, der war relativ schmal. Genau, wie ich schon angekündigt habe, habe ich schon ein Gerät vor Augen, was ich bei dir vorschlagen würde. Aber um einfach noch eine höhere Sicherheit dir zu geben für dein Angebot, gucke ich mir gleich nochmal 2, 3 Heizkörper an. Einfach um zu gucken, ob die Ventile voreinstellbar sind. Okay. Lass uns da zusammen gleich einmal hingehen. Ich nehme einmal so ein Ventil ab und erkläre dir dann einmal genau, was man zu sehen hat oder was man noch nicht sieht. Finde ich ganz spannend, weil ich hätte als erstes die Frage gehabt, warum muss man sich ein Ventil angucken, aber das lass uns doch direkt am Heizkörper angucken. Lass uns hingehen. Let's go. Nils, wie gerade schon angesprochen, möchte ich jetzt einmal überprüfen, ob deine Ventile, die hier sitzen, auch voreinstellbar sind. Das ist immer ganz wichtig zu wissen, einfach für den hydraulischen Abgleich. Das Besondere ist, bei deinen Ventilen brauchen wir gerade keine Wasserpumpenzange, weil die schon ein bisschen neuer sind. Die können wir so mit der Hand losdrehen und direkt hier ein Auge drauf werfen, ob die voreinstellbar sind. Ich gucke mir das jetzt einmal an und leider muss ich dich enttäuschen. Ich sehe keine Skala, sonst kann man diese Ventile voreinstellen. Hier kann man das bei diesen Ventilen leider nicht. Das bedeutet, das ganze Ventil wird einmal ausgetauscht. Dann lass uns nochmal gucken, ob dieser Heizkörper getauscht wird. Aber das machen wir erst, wenn du das Angebot wirklich zusagst. Dann kommen wir vorbei und wie gesagt, machen einmal eine komplette Aufnahme des Gebäudes und können dir auch ganz sicher sagen, ob dieser Heizkörper getauscht werden muss. Das sehe ich jetzt hier ist ein 22er für diesen Raum. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen tieferer Heizkörper werden muss. Dann beispielsweise ein 33er. Dann tauschen wir das Ventil, den Heizkörper. Und schon bekommst du deinen Raum auch bei Außentemperaturen von minus 10 Grad warm. So, sicherheitshalber gucken wir uns nochmal einen zweiten Heizkörper an. Den habe ich schon einmal losgeschraubt, um zu gucken. Und ja, das gibt es ja gar nicht. Der ist voreinstellbar, auch bei so einem alten Haus. Genau, hier sehen wir das. Das Ventil ist voreinstellbar. Ich mache das einmal vor. Man kann hier den Ring abziehen und so etwas drehen. Und dadurch kann man einfach die Voreinstellung des Ventils überprüfen. Einfach für den hydraulischen Abgleich. Das bedeutet, der hier ist voreinstellbar und wenn wir jetzt natürlich vorfinden, dass einer nicht voreinstellbar ist, einer voreinstellbar, würde ich mir wahrscheinlich einmal jeden Heizkörper im Gebäude einmal angucken oder wir nehmen das einfach als Position mal in das Angebot mit ein, dass wir beispielsweise 5 Ventile einfach tauschen, dann hast du die Sicherheit, wenn das nicht gemacht werden muss, dann zahlst es nicht, wenn es gemacht werden muss, hast du eine höhere Kostensicherheit. Okay, super, danke für die Erklärung. Da weiß ich da auch Bescheid. Wusste ich auch nicht, dass ich hier 2 verschiedene habe, ehrlich gesagt. Ja, das wundert mich auch. So Nils, wir haben gerade drin schon mit deiner Datenaufnahme gestartet. Jetzt kommen wir zum, sag ich mal, ästhetischen Teil. Wie wird es denn nachher draußen aussehen? Ja. Wir haben uns gerade viel angeguckt, wo wir es denn an dein Haus stellen. Ja. Und dieser Standort ist in die engere Auswahl gerückt. Genau, ich würde ja eigentlich gerne ein bisschen weiter weg vom Haus gehen, aber du hast mir schon gesagt, das ist gar nicht so easy, ne? Nee, genau. Wenn wir weiter weg vom Haus gehen, haben wir natürlich lange Rohrleitungswege im Außenbereich und das muss jemand ausschippen, dann kommt das Rohr da rein, muss auch wieder zugemacht werden. Das ist natürlich mehr Kosten, die da auf dich zukommen und technisch hast du da natürlich immer Strahlungsverluste. Mein liebster Standort ist immer nah am Gebäude, ich sag mal so 30 cm entfernt. Dann kommt das Gerät und hier ist, glaube ich, der ideale Standort. Also hier in der Ecke, du hast gerade gesagt, der Weg, den nutzt ihr nicht so viel und dann wäre es hier echt ideal. Ich würde noch einmal den Zollstock dran halten. Ja, gerne. Dann hätten wir so eine Tiefe, halt mal gerne mit an, genau. So von 1,20, ich würde das Fenster gerne freilassen und es passt natürlich super. Ja, okay. Und wie hoch ist das Gerät dann? Das Gerät ist so 1 Meter hoch. Wenn wir die Füße noch darunter haben, sind wir so bei 1,20 Meter. Okay. Genau, dann haben wir so 50 cm Tiefe. Das würde bedeuten, das Gerät ragt nachher so bis hierhin raus. Ja, alles klar, gut, dann den Weg, wie gesagt, nutzen wir kaum, also von daher alles gut. Aber wieso kommen da so große Kosten dann zustande, das Ausschachten? Wie tief muss das sein dann? Genau, das wird richtig tief gemacht, also wir machen das 60 cm tief, wenn dann beispielsweise wie hier Platten drüber sind, das muss jemand wegmachen, das muss wieder jemand hininstallieren und wenn wir jetzt hier einfach über den Garten gehen, dann brauchen wir immer diese Tiefe, einfach für die Frostfreiheit. Ja. Dass da drunter das Rohr, wenn die Wärmepumpe mal nicht in Betrieb ist, einfach auch nicht einfriert. Da müssen wir wirklich viel einhalten und diese Entfernung macht das ganze Angebot einfach unnötig teuer, wo wir hier einen guten Standort haben. Wobei, was noch wichtig ist, was natürlich auch noch die Frage, die oft auf uns zukommt, ist, wie sieht es denn aus mit Propan? Ja. Ich finde, Propan ist eine gute Idee mit dem Kältemittel. Der Aufstellort ist das, was mir aber immer so ein bisschen, sag ich mal, ein Thema bereitet. Weil wenn wir jetzt den
Ort nehmen würden. Mit Propan würde es nicht gehen, weil du da vorne schon ein Fenster hast. Bei Ja. Propan brauchen wir immer Mindestabstände, deswegen Propan hat eine gute und eine schlechte Seite und die Außenaufstellung ist eher eine schwierige Situation. Ja, wird ja gerne genommen, weil es umweltfreundlicher sein soll Genau. als das andere Kältemittel. Welches ist sonst jetzt in dem Gerät dann drin? In dem Gerät ist R32 drin und das ist so das Standard-Kältemittel, was mittlerweile Ja. in Klimaanlagen und in Wärmepumpen drin ist und was auch in den meisten Fällen genutzt wird. Ja, Propan ist umweltfreundlicher, weil es einfach in der Atmosphäre zu finden ist. Es ist einfach da. Aber die Aufstellung ist so ein bisschen knifflig. Was man aber dazu sagen muss, deine Wärmepumpe, ist egal welches Kältemittel da drin ist, weil das ist dicht gelötet Ja. und das Gas entweicht nicht einfach so. Das passiert Okay, nicht jetzt so. wollen wir gar keine Sorgen machen. Nee, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Okay, super. Eine Sache hast du noch gesagt, und zwar, dass das Gerät nicht so weit von der Wand weg soll. Was hat das nochmal für einen Hintergrund, dass es da nicht so nicht so weit weg soll von der Wand? Genau, also wir brauchen hinten immer, sag ich mal, einen Abstand, so ungefähr 30 cm, dass die Luft gut angesaugt werden kann, aber auch, dass das Außengerät den Abtauprozess gezielt machen kann. Das bedeutet, wir haben jetzt die Übergangsphase oder den Winter, dann friert hinten dein Gerät bewusst ein und damit der Abtauprozess so passieren kann, wie das Gerät es selber möchte, brauchen wir einfach eine Wand, die das Gerät vor plötzlich kaltem Wind schützt. Ja. Im schlimmsten Fall könnte es passieren, wenn das Gerät irgendwo in einer Gegend steht, dass die ganze Zeit kalter Wind durchpfeift und wir nicht richtig abtauen können. Ja. Dann könntest du irgendwann nicht heizen. Ja, das wollen wir nicht, so einen riesen Eisblock. Genau, das wollen wir nicht. Okay, und was ist jetzt der nächste Schritt? Jetzt haben wir geklärt, Außengerät kriegen wir hier hin. Genau. Da passt es für mich ästhetisch dann auch ganz gut. Ja. Was müssten wir jetzt machen, um das Angebot zu machen? Genau, zusammen reingehen. Ich habe deine Ja. Daten aufgenommen. Die Machbarkeit ist auch möglich. Und jetzt würde ich dir gerne ein Angebot unterbreiten. Super, klasse, freue ich mich drauf. Geh Ja, mal rein. lass uns reingehen. So Nils, wir haben uns gerade einmal das ganze Gebäude angeguckt. Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht. Ich habe dir gerade eben noch mal genau unser System erklärt. Vielleicht noch mal ein paar kurzen Worten. Also was uns ja einfach auszeichnet, ist der Heartbeat. Ich meine, du kennst ihn schon, aber der Heartbeat kümmert sich einfach darum, dass deine Lasten verschoben werden. Das bedeutet beispielsweise, wenn gerade viel Sonne da ist, dann läuft deine Wärmepumpe auch wirklich auf 100% und produziert dann warmes Wasser. Ja. Beispielsweise in der Übergangsphase, dann können wir auch einfach ganz genau steuern, wann es am günstigsten ist oder ob irgendwo zwischendurch auch noch mal viel Sonne da ist, um dann deine Großverbraucher einfach anzusteuern. Das macht der Heartbeat für uns, das zeichnet Ja. uns aus. Ich glaube, das ist einfach der wichtigste Punkt, den wir haben. Ja, habe ich auch schon einige Videos drüber gemacht mit dem Elektroauto. Ne? Also ganz interessant, die dynamischen Stromtarife da euren auch zu nutzen, um dann wirklich das Elektroauto günstig zu laden, in Zukunft dann die Wärmepumpe dann Genau, auch einbinden ja. zu können. Und ja, du hast gesagt, du hast schon die Möglichkeit hier ein Angebot quasi zu zeigen und lass uns da gerne mal drauf schauen. Was hast du da erstellt? Genau, also ich habe gerade einmal deine Gebäudedaten aufgenommen und wir haben im ersten einmal deine Heizlast abgeschätzt. Also einfach anhand so ein paar Daten können wir sagen, okay, mit unserer Erfahrung oder auch aus anderen Werten können wir sagen, die Heizlast hat dein Gebäude. Wir haben gerade alles eingetragen und die Gebäudeheizlast, die wir geschätzt haben, waren 10 kW. Dafür habe ich auch einfach das Set einmal ausgewählt, was für dich genau das Richtige ist. Ja. Wir waren gerade bei dir unten, haben auch gemerkt, dass die Deckenhöhe einfach niedriger ist. Sag ich mal, mit Standgeräten, die man einfach kippen kann, ist das nicht möglich, weil die Ja. Deckenhöhe etwas geringer ist. Das bedeutet, das habe ich schon gesagt, dass wir das Gerät dann einmal aufteilen. Wir haben einmal diese Box an der Wand, dann einmal einen Trinkwasserspeicher und einen Heizungspufferspeicher. So bauen wir das ganze System auf, wirklich für die Deckenhöhe. Ja. Das ist natürlich ein bisschen teurer. Wir haben etwas mehr Installationsaufwand. Das bedeutet, es müssen mehr Rohrleitungen gelegt werden, es müssen mehr Kabel gelegt werden, mehr Fühler müssen angeschlossen werden. Deswegen ist für das Produkt der Preis etwas höher. Okay. Wenn wir jetzt ein Standgerät hätten, dann habe ich ja schon mal angeteasert, dann ist es zwischen 30.000 und 35.000 Euro. Okay. Bei dir ist es natürlich jetzt etwas teurer aufgrund des größeren Aufwands. So ein Mist. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ist wie es ist. Ich meine, ich habe das Haus nicht gebaut, sondern gebraucht gekauft. Was mich nochmal interessieren würde, weil du sagtest, die Heizlast wurde bisher jetzt geschätzt quasi oder mit Genau. eurem Tool berechnet ja auch, ein bisschen im Hintergrund. Aber die ganz genaue Heizlast, wird die nochmal in einem späteren Termin dann wirklich rechnerisch ermittelt, indem alle Räume aufgenommen werden? Oder? Selbstverständlich, das machen wir auf jeden Fall. Wir machen das so, dass wir dir jetzt einmal das Angebot zeigen und wenn du sagst, hey Lukas, ich möchte das machen, ich finde das Konzept gut, ich möchte die Wärmepumpe von euch, dann kommt noch mal jemand vorbei, der wirklich alles im Detail aufnimmt und dessen, sage ich mal, dessen Heizungskenntnis noch mal wesentlich vertiefter ist als im ersten Schritt der Beratung. Okay. Das bedeutet, wir gucken uns das Angebot an, du sagst, ja, alles klar, so möchte ich das mit euch umsetzen. Dann wird, ich denke, in kurzer Zeit jemand vorbeikommen, einmal dein ganzes Gebäude aufnehmen, nochmal die Rohrleitungsdimension im Keller einmal messen, die Zubringung genau aufnehmen.
Und dann auch wirklich sagen, die Heizlast ist nicht 10 kW, sondern die ist 9,631 kW. Ja. Diese Wärmepumpe ist genau die richtige. Okay, ja, wollen wir mal gucken, was dann wirklich der Fall ist. Im nächsten Video, wir machen auf jeden Fall noch ein Folgevideo, sprechen wir dann konkret über das Angebot. Wir sprechen darüber, welche Fördermöglichkeiten gibt es, und kannst du mir dann hoffentlich auch zeigen, wie ich die kriege? Also was ich machen muss? Ich nehme dich einmal mit und ich zeige dir, welche Schritte da nötig sind. Guck, dass wir da zusammen uns einmal den Prozess angucken. Okay. Genau. Also ihr dürft euch darauf freuen. Im nächsten Video ein ausführlicher Blick ins Angebot rein. Was ist da drin? Worauf müsst ihr achten? Dann die Fördermöglichkeiten. Muss ich das machen? Macht ihr das? Das schauen wir uns auch an. Und danach geht es ja im Grunde auch noch mal ein bisschen darum, wirklich technisch reinzugucken. Das, was du gerade sagtest, Heizlast berechnen, Daten aufnehmen, Pufferspeicher, ja, nein, in welcher Größe etc. Richtig? Genau, das wird dann das Thema. Super. Da könnt ihr euch drauf freuen. Video kommt dann auch ganz bald. Übrigens, wenn ihr auch ein Angebot haben wollt, hier unter dem Video findet ihr weiterführende Links, auch zu 1,5 Grad. Und auch wenn ihr eine Photovoltaikanlage unverbindlich anfragen möchtet, findet ihr hier unten drunter die Links, denn mein Netzwerk ist ganz gut aufgestellt, um euch da auch eine schöne Photovoltaikanlage aufs Dach zu schrauben, ohne da unnötig, ja, ich sag mal, drauf loszulaufen und unnötig viel Geld auszugeben. Also, bis bald. Sonnige Grüße. Lukas, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Gerne. Macht's gut. Ciao. Ciao.